An den Schluss dieses Konzertes möchte ich die Fantasie und Fuge über BACH von Max Reger stellen, welche ich hier in der Stadtkirche Ludwigsburg für Sie spielen werde. Die Stadtkirche in Ludwigsburg wurde 1718 bis 26 als Predigtkirche im barocken Stil erbaut. Sie ist damit die älteste Kirche im Kerngebiet Ludwigsburg. 1859 wurde die damalige Orgel durch ein Instrument des berühmten Orgelbauers Eberhard Friedrich Walker ersetzt. Ein halbes Jahrhundert später wurde die bis dahin mechanische Orgel, dem spätromantischen Zeitgeist entsprechend, von 31 auf 51 Register erweitert und auf pneumatische Trakturen umgestellt. 1906 wurden die Walkerschen Kegelladen ebenso wie einige Pfeifen entfernt und mit elektrischen Trakturen wurde ein neues Rückpositiv gebaut. Da aber die alten und neuen Teile der Orgel nie zu einer Einheit fanden und zunehmend auch technische Probleme auftraten, wurde ab 2000 eine neue Orgel geplant, welche 2015 von der Orgelbaufirma Kleis fertiggestellt wurde. Hierbei sollte das stilfremde Rückpositiv entfernt werden, das vorhandene Gehäuse ebenso wie historisches Pfeifenwerk aber erhalten und restauriert werden. Außerdem wurden nicht mehr erhaltene Klangfarben ergänzt und die technische Anlage erneuert. Ja, dank dieser umfassenden Restaurierungen haben wir heute dieses wunderbare Instrument, welches in großen Teilen noch originale Bestandteile von der spätromantischen Walker-Orgel enthält. Somit ist dieses Instrument ideal dafür geeignet, um Regers Werk zu präsentieren. Seine Fantasie und Fuge über BACH ist für mich zugleich ein musikalisches Sinnbild für unser Leben. Man geht durch schwere Zeiten und gute, man erlebt Scheitern und Erfolge, man stürzt, doch es geht weiter. Genauso ist die Fantasie geprägt von Höhepunkten und Tiefpunkten, von kraftvollem und ruhigem, von Freude und Schmerz. Und die Fuge, sie beginnt ganz unscheinbar und leise, genauso wie vieles in unserem Leben, woraus letztlich Großes wachsen kann. Allgemein ist das BACH-Motiv und seine vielseitigen Verarbeitungen eine Verkörperung des dramatischen Gestus des Werks. Reger geht bis an die Grenzen des Möglichen bezüglich Harmonik, Spielbarkeit und Emotionen. Doch stets mündet er in Auflösungen und verleiht dem Stück somit eine gewisse Hoffnung, die für uns heute genauso wie zu seiner Zeit gilt. Und so wünsche ich jedem von Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie in diesem Stück vieles entdecken können und Kraft finden, um die Herausforderungen der Corona-Zeit zu bewältigen und Mut dazu bekommen, Neues zu wagen und Ideen in die Realität umzusetzen, sodass daraus irgendwann Großartiges blühen kann.